faced those sorts of circumstances and times. We have never turned to a simplistic, self-involved gas bag of a candidate. Es ist einfach passiert und niemand hat es kommen sehen. In einem atemberaubenden Live-TV-Moment betrat Tom Hanks die Bühne und ließ eine brutale Wahrheitsbombe über Donald Trump platzen. Das Publikum war fassungslos und Trump sichtlich erschüttert. War es Satire? War es persönlich? Oder hat Hanks einfach gesagt, was viele andere nicht sagen würden? Spulen wir das Band zurück und gehen wir genau durch, was gesagt wurde. Und warum Trumps Team sich jetzt verzweifelt bemüht. I think the United States of America is going through a great reckoning on a number of the facets of what it means to be an American. In the past, there were Republicans that I never questioned that their sincerity or their belief in the American system. And I think with the administration the way it's been, I think I'm not sure the man has took his oath seriously to preserve, protect and defend the Constitution of the United States. Kommentieren Sie 1, wenn Sie Hanks für seine Äußerungen unterstützen, oder 0, wenn Sie der Meinung sind, dass sich Prominente aus der Politik heraushalten sollten. Und wenn ihr das wirklich nicht verpassen wollt, dann drückt den Like-Button und abonniert. Der Typ, der behauptet, nie Angst zu haben, zittert offensichtlich wie ein kaputter Spielautomat im Casino. Es brauchte nur eine gut gewählte Bemerkung von Tom Hanks, keine ganze Rede, kein bissiger Late-Night-Monolog. Und dann begann Trump in Mar-a-Lago auf und ab zu gehen, als ob er sich darauf vorbereiten würde, einen Spiegel zu einer Diskussion herauszufordern. I'm not offended as a husband or a father. I'm offended as a guy. That's just not right. I'm sorry. It's not right at work. It's not right in the locker room. It's wrong. Period. The end. That's all. Wer macht die Aussage, die bedeutsamer ist als die Worte des Schauspielers? Trump kann Tom Hanks nicht als fadenscheinigen Spitznamen für einen Medienkonkurrenten oder politischen Analysten verwenden, denn Hanks ist nichts von alledem. Er ist der Mann, der Menschen wegen eines Volleyballs zum Weinen gebracht hat, der eine einfache Pralinenschachtel in eine philosophische Idee verwandelt hat und der wahrscheinlich auf jedem Volksfest ein Barbecue anbieten könnte, nur weil er noch lebt. Er ist der Vater der Vereinigten Staaten von Amerika. Their sincerity or their belief in the American system, and I think with the administration the way it's been, I think I'm not sure the man has took his oath seriously to preserve, protect and defend the Constitution of the United States. Der Typ zu sein, den jeder schätzt, und sich von Kontroversen fernzuhalten, war der Grundstein seines gesamten bisherigen Berufslebens. Das deutet darauf hin, dass alles, was er sagt, selbst wenn es nur ein einziger Satz ist, ausreicht, um Trumps zerbrechliches Ego wie einen Güterzug zu zerquetschen. Und Junge, hat es ihn hart getroffen. Der erste Schritt ist die Verleugnung, die übliche Angewohnheit. So zu tun, als habe er es nicht gehört, als sei es unwichtig und als sei er zu wichtig, um sich darum zu scheren, ob er es gehört hat oder nicht. Are you ready for some tough questions? You're going to be fair. I'm going to be fair. Just be fair. But you're okay with some tough questions? No, I'm not. You're not okay with tough questions? I want him to be fair. You don't ask Biden tough questions. So. I didn't want to have this kind of angry... Of course you did. No, I didn't. Of course you did. No, I didn't. Well, then you brought up a lot of subjects that Well, I said were I'm going to ask you tough up. questions. They were inappropriately brought up, right from the beginning. No, your first question was, this is going to be tough questions. Andererseits ist es klar, dass er besorgt ist, da sein computergesteuertes Wutmanagementsystem bereits nach wenigen Minuten seine maximale Kapazität erreicht hat. Während er wie ein unbeaufsichtigtes Kind am Telefon tippt, zeigt er seine größten Hits, Anschuldigungen, Rechtschreibfehler und eine Art ungerechtfertigte Attacke auf Hollywood. All diese Dinge sind zu sehen. Natürlich ist das die übliche Taktik. Ich habe ihn sowieso nie gemocht, aber ich werde das einfach sagen. The Democrats gave it to him with their behavior. Donald Trump last night did what he wanted to do. Number one, he got on the record that his accomplishments in the first 6 weeks were fairly extraordinary, which is true, both good and bad. And number two, he taunted the Democratic Party into making a myriad of mistakes. I think Dieselbe Person, die mit Sicherheit Forrest Gump vor Saving Private Ryan schätzt, tut nun so,
als sei Tom Hanks in seinem privaten Zuschauerraum schon immer überbewertet gewesen. Er tut sogar so, als sei er schon immer überbewertet gewesen. Trump geht dann zur Phase der Geschichtsrevision über, in der er versucht, seine Fans davon zu überzeugen, dass Tom Hanks in Wirklichkeit nie so prominent war. Es ist möglich, dass er behauptet, Big sei ein Flop gewesen oder Castaway sei nichts weiter als ein glorifizierter Campingausflug. In einer bizarren Wendung des Geschehens würde er behaupten, dass er derjenige war, der den Oscar, den Hanks erhalten hat, wirklich verdient hat. Trump ist sich sicher, dass er jeder Auszeichnung würdig ist, die ihm zuteil wird. Noch beeindruckender ist die Tatsache, dass Hanks nicht einmal zur Teilnahme an der Veranstaltung verpflichtet ist. Zu diesem Zeitpunkt ist er nicht verpflichtet, zu antworten, zu debattieren oder auch nur zuzugeben, dass die Veranstaltung stattfindet. Der Grund dafür ist, dass es sich nicht um einen Kampf, sondern um einen Zusammenbruch auf einer Seite handelt. Der bekannteste Schauspieler der Vereinigten Staaten macht eine unbedachte Bemerkung. Die Art und Weise, wie Trump auf einen einzigen Satz reagiert, ist so, als hätte jemand plötzlich verkündet, dass Ketchup nicht mehr als Gourmet-Käsesoße für Steaks gilt. Wie üblich reagiert das Internet innerhalb weniger Stunden. Und die sozialen Medien werden mit Videos überschwemmt, die zeigen, wie Trump eine Diskussion mit Wilson, dem Volleyballspieler, verliert, sowie mit Memes und Edits. Jede einzelne Silbe des Begriffs nuklear wird von Einzelpersonen herausgeschrien, als wäre es eine Seite, die in der Verfassung fehlt. A wife who is fantastic in every way, who has taught me what love is. 5 kids who are braver and stronger and wiser than their old man is. Eine Zeile, die Tom Hanks gesagt hat, ist fast schon Poesie. Und dieser Satz ist der Grund dafür. Der Mann, der vom Chaos lebt, Donald Trump, ist wieder einmal direkt in seine eigene Katastrophe gelaufen. Jemand, der nicht einmal versucht hat, einen Mann zu ruinieren, dessen ganze Existenz sich auf Trump konzentriert, ist derjenige, der am ehesten einen Wutanfall bekommt. In einem Moment scheint er unschlagbar zu sein. Und dann, ganz plötzlich, bumm. Mit einer einzigen Bemerkung und einem leichten Zucken der Nase gerät er in einen Wirbelsturm und wirbelt herum wie eine billige Krawatte. Derjenige, der behauptet, er sei der Schwierigste, Schärfste und Beste in allem, gibt bei der kleinsten Andeutung von Kritik nach wie ein verkochtes Steak. Für die große Mehrheit der Menschen wäre eine Bemerkung von Tom Hanks nicht einmal ein kleiner Fleck auf dem Radar ihres Egos. Das ist schon fast Poesie. When Trump dies hört, reagiert er jedoch so, als hätte ihm gerade jemand vorgeschlagen, ein Buch zu lesen. Das tut er, sobald er die Empfehlung vernommen hat. Vor dem totalen Zusammenbruch kommt es zunächst zu Verwirrung, dann zu einer schweren persönlichen Beleidigung und schließlich zu einem völligen Zusammenbruch. Natürlich läuft alles auf die klischeehafteste und übertriebenste Art und Weise ab, die man sich vorstellen kann, wobei er krampfhaft versucht, den Vorfall in Echtzeit zu ändern, sich so verhält, als hätte es ihn nie gegeben, oder noch schlimmer, behauptet, er habe sich in der Auseinandersetzung irgendwie durchgesetzt. Lassen Sie uns auch einen Moment darüber sprechen, was er meint, wenn er sagt, er habe gewonnen. I'm a perfect person, nor pretended to be someone that I'm not. Wenn es um Trumps Weltanschauung geht, ist er derjenige, der am lautesten schreit, am meisten beleidigt und das Thema so weit ablenkt, dass die Leute nicht mehr wissen, worüber sie eigentlich reden. Das ist ein Sieg. Es sollte nicht überraschen, dass seine erste Reaktion darin besteht, einen Großangriff zu starten. Plötzlich ist Tom Hanks der schlechteste Schauspieler in der Geschichte der Welt geworden. Jeder einzelne seiner Filme, einschließlich derer, die Trump mit Sicherheit mehrmals von seinen Mitarbeitern sehen ließ, ist einfach nur schrecklich. Natürlich ist Hollywood an dem breit angelegten und nicht enden wollenden Plan beteiligt, seinen Ruf so weit zu schädigen, dass es den Anschein hat, er benötige in diesem Bereich Hilfe. Der lustigste Aspekt ist jedoch, wie verzweifelt er sich verhält. Wenn er lauter spricht, wird es immer deutlicher, dass er dieses eine Wort verstanden hat. Das kleine Loch in seinem titanbeschichteten Ego wurde von ihm entdeckt. Und es hat sich dort festgesetzt wie ein Splitter, den er nicht ignorieren kann. Kein noch so großes Geschimpfe. Schreiben oder Fingerzeigen wird etwas an der Tatsache ändern, dass jemand, den er nicht niederschreien, bezahlen oder einschüchtern kann, ihn aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Das Internet amüsiert sich prächtig, während er sich im Kreis dreht. Und niemand kann diese Realität ändern. Er wird in Memes und sozialen Medien
die wie ein Weihnachtsbaum brennen, von allen Seiten lächerlich gemacht. In den harschen Memes wurden Fotos von Donald Trump und Hank Hanks mit Bildunterschriften wie „Der andere hat gegen einen Typen verloren", „Der über Sandsäcke stolpert" gegenübergestellt. In erster Linie ist es ein nationales Kulturgut. Was für ein fragiler Zustand. Weak and pathetic is a guy like that. Mama, funny. Can you? That guy. I go on a show. Die Stimme von Donald Trump wird in bekannte Szenen aus Filmen des Schauspielers Tom Hanks synchronisiert. Stellen Sie sich vor. Forrest Gump rennt in die Kulisse, während im Hintergrund Trumps verrückte Tiraden zu hören sind. Im Rahmen dieser fantastischen Fressorgie hat er sich selbst gerade ein wunderbares Geschenk gemacht. Da Tom Hanks am Ende des Tages nichts mehr zu sagen hat, ist es gut möglich, dass er sich gerade amüsiert, völlig unbeeindruckt von der Entscheidung, die er gerade getroffen hat. Er hat nur eine einzige Bemerkung gemacht, das Chaos miterlebt und ist dann wieder zu seiner Trump-Figur der Liebe für die ganze Welt zurückgekehrt. Er hat jedoch einmal mehr bewiesen, dass der Verlust von Geld, Macht oder sogar Rechtsstreitigkeiten nicht das ist, worüber er sich am meisten Sorgen macht. Gerade als die Apokalypse der Feststelltaste beginnt, wird er in die Lage versetzt, das zu ertragen, was er einfach nicht ertragen kann, sich lustig zu machen. Es ist zu einer altehrwürdigen Praxis geworden, sich in einen kompletten digitalen Ausbruch zu stürzen, der aus irgendeinem Grund sowohl anstrengend als auch extrem lustig ist. Die Formel bleibt immer dieselbe. Als hätte Tom Hanks höchstpersönlich seinen Eimer mit extra knusprigen Drumsticks umgestoßen, waren die Beleidigungen, die auf den anfänglichen Aufruhr folgten, völlig fruchtlos und völlig unnötig. Es gibt eine Sache, die er nicht tolerieren kann. Und das ist der Gedanke, dass irgendjemand, möglicherweise respektierter sein könnte als Trump. Es scheint, dass es in Hollywood nur noch von Spinnern wimmelt. Andererseits war Tom Hanks nie besonders gut. Und die Filme sind völlige Zeitverschwendung. About politics, you've obviously gotten involved in Joe Biden's election campaign. Why have you called this the most important election of our lives in the history of America? Well, you don't have to pay too much attention to the news to realize the great divisions that's going on. I think the United States of America is going through a great reckoning on a number of the facets of what it means to be an American. Denn seien wir ehrlich, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass irgendwo in den opulenten Fluren von Mar-a-Lago ein Fernseher steht, auf dem ständig eine Wiederholung von Forrest Gump läuft. Nachdem er den Film mindestens 5-mal gesehen hatte, murmelte er etwas in der Art, dass Gump lieber eine Immobilienfirma hätte gründen sollen, als umsonst durch das Land zu rasen. Wir sollten nicht einmal so tun, als ob er keine Träne darüber vergossen hätte, dass er Private Ryan retten konnte. Andererseits ist Hanks plötzlich zu einer absoluten Nullnummer geworden. Und diese ganze Situation ist Teil eines größeren Plans, ihn zu untergraben. Die Intensität des Ausbruchs wird immer größer. Der Begriff manipuliert wird hier mit Bedacht verwendet. Denn zu diesem Zeitpunkt gibt es nichts, was nicht gegen ihn manipuliert ist. Nachdem sie den Punkt erreicht haben, an dem sie glauben, dass er seinen Höhepunkt erreicht hat, kommt es zu einer höchst ungewöhnlichen Wendung. Die Oscars haben sich irgendwie in die Wahl eingeschlichen. Und es gab auch eine verwirrende Anspielung auf einen Prominenten, der nichts mit der Wahl zu tun hatte. Dan Ninja. Warum nicht? Er kann sich einfach nicht beherrschen. Es gibt nicht nur keinen Ausknopf, sondern auch keine Zeit zum Nachdenken. Und es gibt keine kleine Stimme, die ihn anfleht, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Ganz und gar nicht. Überhaupt kein Dampf mehr. Dies ist die Zone der verrückten Verschwörung, in der Forrest Gump Propaganda war und die Oscar-Verleihung jetzt eine geheime Regierungsaktion ist. Wir werden diese Zone jetzt betreten. Es gibt einen Zeitpunkt, an dem die Geschichte selbst umgeschrieben wird. Hanks hat nie Erfolg gehabt, obwohl er aufgrund seines Aussehens und natürlich der Tatsache, dass ihn niemand wirklich mag, einen Berg von Auszeichnungen erhalten hat. Me from previous months, okay? Total control. Bing, bing, bong, bong, bing, bing, bing. You know what that is, right? We have heads being chopped off because they're Christian in the Middle East. We have borders where people are being killed all of. The world is cracking up and they're worried about my tone. So what would President Trump do? So I don't have money. I don't have lobbyists. In fact, I've had in the last 2 weeks, because I've hired many of the lobbyists. Das Internet verzeichnet inzwischen ein explosionsartiges Wachstum. Infolge des Ausbruchs werden Screenshots davon in den sozialen Medien verbreitet. Und viele Menschen nutzen sie als Stein des Anstoßes,
um jede falsch geschriebene Schmähschrift zu analysieren. Es gibt Memes, die in Echtzeit erstellt werden, wobei Trumps Gesicht auf dem Bildschirm eingeblendet wird und er Wilson anschreit, als wäre er die Quelle von Fake News. Da Ironie inzwischen als Sport gilt, hat er prompt begonnen, die Fakten seiner lächerlichen Spekulationen zu untersuchen. Tatsächlich antwortet Hanks nicht einmal, es ist sehr gut möglich, dass er entweder gerade sein millionstes hochgelobtes Bild produziert oder einfach sein Leben genießt, ohne sich bewusst zu sein, dass seine Anwesenheit irgendwie die größte Empörung seit der Fehlfunktion von Trumps Cola-Button ausgelöst hat. Aber das ist ja gerade der Charme der Sache. Seine Antwort ist überhaupt nicht erforderlich. Obwohl die Diskussion noch im Gange ist, hat Trump bereits völlig die Fassung verloren. Am wichtigsten ist, dass es nur eines einzigen Wortes bedurfte, um es zu benutzen. Um es einfach auszudrücken, Tom Hanks ist mehr als nur ein Schauspieler. Die Nation schätzt ihn sehr. Ein Mann, der bei allen so beliebt ist, dass sogar diejenigen, die sich für Filme begeistern, ihm die Schlüssel für ihr Haus geben würden. Er hat eine Vielzahl von Rollen gespielt, darunter die des Helden, des Außenseiters und sogar die eines Mannes, der auf einer Insel gefangen war und nur mit einem Volleyball überlebt. Obwohl er es irgendwie geschafft hat, ein Casino zu zerstören. Nachdem er ein goldenes Imperium geerbt hat, schafft es Trump nicht einmal, einen einzigen Nachrichtenzyklus zu überstehen, bevor er völlig zusammenbricht. Ended the tyranny of so-called diversity, equity, and inclusion policies all across the entire federal government and indeed the private sector and our military. And our country will be woke no longer. Anstatt den Schlag einfach zu akzeptieren und mit seinem Leben weiterzumachen, wie es ein normaler Mensch tun würde, geht Trump in den vollen Verteidigungsmodus über und schreibt die Realität um. Als hätte er einen persönlichen Draht zu den Simulationsherstellern. Dies steht im Gegensatz zu einer normalen Person, die den Schlag einfach hinnehmen und weitermachen würde. Mit anderen Worten, es ist nicht nur demütigend, wenn Hanks einen Satz entgleitet und Trump wie ein billiges Feuerwerk ausbricht. Diese beiden Situationen sind schrecklich. Das ist schon eine ausgewachsene existenzielle Krise. Tom Hanks gilt heute nicht mehr als beliebter Schauspieler. Es gibt einen breit angelegten Plan Hollywoods gegen ihn. Und er ist auch ein Teil davon. Das gleiche Hollywood, dem er so gerne angehören wollte. Bis alle merkten, dass selbst ein kleiner Auftritt seine Aussichten auf Geld an den Kinokassen beeinträchtigen würde. In der Vergangenheit sagte diese Person, dass sie die größte Menschenmenge in der Geschichte der Amtseinführungen hatte, obwohl es tatsächliche Fotos gibt, die das Gegenteil beweisen. Eine Person, die glaubt, dass jeder einzelne Misserfolg in Wirklichkeit die bedeutendste Errungenschaft ist, dass jede einzelne Niederlage in Wirklichkeit ein Sieg ist und dass jede einzelne Strafverfolgung in Wirklichkeit eine politische Ehre ist. Es sollte nicht überraschen, dass mehr dahinter steckt, als dass Tom Hanks sich unvorsichtig und gedankenlos verhalten hat. Es besteht kein Zweifel, dass seine gesamte Existenz angegriffen wurde, und danach begann er seine Wut zu verlieren. Da war zunächst die wütende Tirade in den sozialen Medien, die er offenbar nur mit seinen Zeigefingern gekritzelt hatte, während er fieberhaft auf sein Telefon schaute. Do you worry about the United States in case in terms of its commitment to democracy and freedom and everything these people died for, if there's another Trump presidency? I think there's always reason to be worried about the short term, but I look at the longer term of what happened. I think there is a ongoing look. Our Constitution says we, the people of the United States, in order to form a more perfect union. That journey to a more perfect union has missteps in it. We know. I can catalog them as much as you can, and you're a professional journalist, and I'm just a guy that makes movies and reads books. Er versucht zu kontern, bestätigt aber unwissentlich das, was er zu leugnen versucht hat. Das ist eine häufige Strategie, die er anwendet. Wenn es um die Geschichte des Internets geht, ist dies die exzessivste Nutzung der Feststelltaste. Natürlich wird auch über Hollywood gejammert, als ob er nicht in deren gesellschaftliche Kreise aufgenommen werden wollte, als er nur ein weiterer wohlhabender Mann war, der diskret an der Afterparty der Oscarverleihung teilnehmen wollte. Dennoch ist dies der Teil, der am meisten Unbehagen verursacht. Nicht einmal Tom Hanks ist zu einer Antwort verpflichtet. Es ist nicht so, dass er in den sozialen Medien ins Leere schreit oder zur nächsten Kamera rennt, um den Schaden zu reparieren.
Wahrscheinlich trinkt er Tee, liest ein Drehbuch für seinen nächsten Oscar-würdigen Auftritt oder arbeitet an einer Dokumentation über die Geschichte der Vereinigten Staaten. Trump hingegen behielt sein hochrotes Gesicht bei und glaubte, wenn er nur laut genug schreien würde, würden die Leute vergessen, dass er von einem Mann besiegt wurde, dessen größtes Vergehen das Schreien bei einem Volleyballspiel war. Trump sollte sich jetzt wirklich Notizen machen. Denn wenn er will, dass die Menschen ihn lieben, sollte er sich vielleicht überlegen, etwas wirklich Radikales zu tun. Ein großer Mensch zu sein. Das ist etwas, worüber er hätte nachdenken sollen. Andererseits, seien wir ehrlich, selbst Wilson hat bessere Chancen, das zu erreichen, als das Volleyballteam. Als das Internet eine Schwachstelle erkannte, reagierte es ähnlich wie ein Rudel gefräßiger Wölfe, die gerade einen Pfahl in einer roten Krawatte gesehen haben. Church, can I say something? If more folks went to church, we wouldn't be in this mess we're in now. You know what? I agree with you, Doug. I'd like to shake your hand, sir. Here we go. No, Oh, no. Oh, no, it's just a handshake. Yeah, it's just a handshake. Yeah, all right. You're welcome to Black Jeopardy anytime. Yeah, Oh, well, all right. Well, thank you, my brother. Maybe I'll start a show for you to come on, and we'll call it White Jeopardy. Innerhalb weniger Minuten wurden die Timelines mit hasserfüllten Memes überflutet, die als Cyberkriminalität eingestuft werden sollten. Gefälschte Filmplakate gibt es zuhauf, und Trumps Bild wurde meisterhaft auf einen braungebrannten, bärtigen Schiffbrüchigen geklebt, der einen Wilson-Ball hält, auf den die Worte Ego gekritzelt sind. Bei der Rettung des privaten Wutwaldes geht es um Trumps Leugnung der Tatsachen und den Instant-Klassiker Kein Land für alte Gauner. Jedes soziale Netzwerk ist zu einem großen Schlachtfeld geworden. Sogar Geeks mischten sich auf Twitter, Instagram und LinkedIn ein. In einem Tweet hieß es, Tom Hanks hat Trump mit weniger Mühe besiegt, als er zum Öffnen einer Pralinenschachtel braucht. Ein anderer lud gerade ein Foto hoch, auf dem ihre Zustimmungsraten nebeneinander abgebildet waren, mit dem Kommentar, der eine ist Amerikas Vater, der andere ist Amerikas Verrückter, wütender Onkel, der das Thanksgiving zerstört. In der Zwischenzeit war Trump in typischer Manier nicht in der Lage, dies zu ignorieren. Oh nein, er musste darauf reagieren. Er legte mit einer absurden Tirade voller Tippfehler, unnötiger Zitate und Verteidigungshaltung nach und zeigte damit, dass er die Memes gesehen und verstanden hatte. Dass das Internet umso beleidigter war, je mehr er fluchte. Ich denke, dass dieser Mann Präsident der Vereinigten Staaten sein wird, wenn die Raumschiffe mit Dinosauriern und roten Torten herunterkommen. Donald Trumps Handelskriegskonzept, das auf hohen Zöllen und Strafzöllen basiert, ist katastrophal nach hinten losgegangen, da große Unternehmen wie Toyota, Nissan und Volkswagen ihren Fokus von den Vereinigten Staaten auf China verlagern und seine Erwartungen zurückweisen, dass Strafmaßnahmen internationale Investitionen an die amerikanischen Küsten locken würden. Seit 2018 hat die Trump-Administration Zölle von bis zu 145% auf chinesische Importe verhängt, um die US-Industrie zu schützen und Wettbewerber zu zwingen, die USA Peking vorzuziehen. Die japanischen Autohersteller hingegen haben ihr Engagement in China verdoppelt. Toyota investiert $2 Milliarden in ein Werk in Shanghai, in dem Elektrofahrzeuge der Marke Lexus, Elektroautos und Batterien für Elektroautos hergestellt werden sollen, sowie in ein $236 Millionen teures Joint Venture für Wasserstoff-Brennstoffzellen in Sichuan. Toyotas Chief Investment Officer, Tatsuro Wider, betont, dass Pekings Anreize für Elektroautos, die Ziele der Kohlenstoffneutralität und ein Ökosystem in der Lieferkette, das eine schnellere Markteinführung ermöglicht, die Risiken der US-Zölle aufwiegen, da das Projekt in Shanghai auf die Produktion von 100.000 Elektroautos pro Jahr abzielt und Japan in die Lage versetzt, die globalen Märkte zu dominieren. Nissan, dessen Verkäufe in China bis 2024 auf 700.000 Einheiten und damit auf weniger als die Hälfte des Wertes von 2020 gesunken sind, investiert nun $1,4 Milliarden, um diesen Rückgang umzukehren. Mit dem Ziel, bis 2027 10 neue Energieautos auf den Markt zu bringen, um von der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und der wachsenden Mittelschicht in China zu profitieren. In der Zwischenzeit investiert Volkswagen $2,68 Milliarden in ein Forschungszentrum in Hefei und verspricht, Innovationen in China 30% schneller einzuführen,
während Tesla seine Gigafactory in Shanghai um eine 1,76 Milliarden Dollar teure Energiespeicheranlage erweitert. Analysten glauben, das globale Unternehmen Chinas Markt als dauerhaft und die US-Politik als vorübergehendes Rauschen betrachten. Der Peking Subventionen, logistische Netzwerke und regionale Vormachtstellung Investitionen wie das 2,6 Milliarden Dollar teure Zhengzhou Innovation Center von Siemens und die 500 Millionen Dollar teure Werkserweiterung von BASF in Pudong anziehen. Kritiker bezweifeln, dass Trumps Zölle irgendetwas bewirkt haben, was über die Beschleunigung des Aufstiegs Chinas zur Produktionsmacht hinausgeht. Toyotas Shanghai Initiative, Nissans E-Fi Blitz und Volkswagens Hefei-Erfindungen haben die Bemühungen der USA um einen ausgeglichenen Handel übertroffen, da Japans Automobilriesen eine Export-von-China-Strategie anwenden, um Afrika, Lateinamerika und Südostasien zu beliefern und Zollschranken zu umgehen. Hohe Löhne, regulatorische Unsicherheit und unvorhersehbare Zölle schrecken von Investitionen ab und lassen amerikanische Lieferketten isoliert zurück. Trotz Trumps Warnungen vor diplomatischem Druck gibt es keinen Mechanismus, um diesen Trend umzukehren, da die Unternehmen chinesische Subventionen und Marktzugang über kurzfristige Risiken stellen. Die Flucht des Automobilsektors wirkt sich auf die Wettbewerbsfähigkeit der USA aus. Die auf China ausgerichteten Pläne von Toyota und Nissan zeigen, dass das Ökosystem Pekings Geschwindigkeit, Größe und Stabilität bietet und nicht die gespaltene Politik der Trump-Regierung. Die Folgen des Handelskriegs sind heute zu spüren. Die Zölle, die China unter Druck setzen sollten, haben stattdessen dessen Position als weltweit führendes Produktionsland gestärkt, sodass amerikanische Autohersteller wie Jeep, Dodge und Chrysler mit Werksschließungen und einer Fragmentierung der Lieferkette zu kämpfen haben, während Japans Giganten ihre Zukunft in Shanghai aufbauen. Das Zhengzhou Distribution Center von Siemens und die Expansion von BASF in Pudong unterstreichen die strategischen Wetten globaler Unternehmen auf die langfristige Lebensfähigkeit Chinas, auch wenn Apple trotz Diversifizierungsversuchen weiterhin auf die chinesische Produktion setzt. Der Wandel im Automobilsektor spiegelt einen breiteren Trend wider, bei dem internationale Unternehmen die Anreize und logistischen Vorteile Chinas als weitaus günstiger ansehen als den Handelsdruck der USA, wodurch Trumps Getöse unwichtig wird. Analysten glauben, dass Japans Autohersteller nicht nur durch die Zölle motiviert sind, sondern auch durch das wachsende Marktpotenzial Chinas, wobei Toyota mit seinen Initiativen und Nissan mit der Einführung von Elektrofahrzeugen hofft, von Pekings Ambitionen in Bezug auf Kohlenstoffneutralität und regionale Liefernetzwerke zu profitieren. Das Ergebnis: eine kaputte US-Automobilindustrie und eine weltweite Lieferkette, die sich zunehmend auf das chinesische Ökosystem konzentriert, wo die Fortschritte bei Elektrofahrzeugen und der Wasserstofftechnologie die amerikanischen Bemühungen übertreffen, was die USA zu der Frage veranlasst, ob ihre Handelspolitik etwas anderes bewirkt hat als die Stärkung der Vormachtstellung Chinas in wichtigen Bereichen. Während Trump versprach, einen Ausgleich mit den Konkurrenten zu schaffen, sieht Japans Automobilsektor China heute als seinen wichtigsten Wachstumsmotor an, exportiert E-Fahrzeuge in Schwellenländer und ignoriert die Vereinigten Staaten, da hohe Preise und regulatorische Turbulenzen Investitionen abschrecken. Die Umstellung des Automobilsektors verdeutlicht eine Realität. Multinationale Unternehmen ziehen langfristiges Wachstum und Vorhersehbarkeit einer vorübergehenden zollbedingten Politik vor, so dass die USA um den Erhalt ihrer industriellen Bedeutung kämpfen. Dieser Carol, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich erinnere mich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es nur noch schlimmer werden kann. Sie sind Vergewaltiger. Aber wir haben hier ein paar schlimme Hombres und wir werden sie rausholen und ein paar, nehme ich an. Donald Trumps Handelskriegskonzept, das auf hohen Zöllen und Strafzöllen basiert, ist katastrophal nach hinten losgegangen, da große Unternehmen wie Toyota, Nissan und Volkswagen ihren Fokus von den Vereinigten Staaten auf China verlagern und seine Erwartungen zurückweisen, dass Strafmaßnahmen internationale Investitionen an die amerikanischen Küsten locken würden. Seit 2018 hat die Trump-Administration Zölle von bis zu 145% auf chinesische Importe verhängt, um die US-Industrie zu schützen und Wettbewerber zu zwingen, die USA Peking vorzuziehen. Die japanischen Automobilhersteller hingegen haben ihr Engagement in China verdoppelt.
Toyota investiert $2 Milliarden in ein Werk in Shanghai, in dem Elektrofahrzeuge der Marke Lexus, Elektroautos und Batterien für Elektroautos hergestellt werden sollen, sowie in ein $236 Millionen teures Joint Venture für Wasserstoff-Brennstoffzellen in Sichuan. Toyotas Chief Investment Officer, Tetsuro Wider, betont, dass die Anreize Pekings für Elektrofahrzeuge, die Ziele der Kohlenstoffneutralität und das Ökosystem der Lieferkette, das eine schnellere Markteinführung ermöglicht, die Risiken der US-Zölle aufwiegen, da das Projekt in Shanghai auf die Produktion von 100.000 Elektrofahrzeugen pro Jahr abzielt und Japan in die Lage versetzt, die globalen Märkte zu dominieren. Nissan, dessen Verkäufe in China auf 700.000 Einheiten im Jahr 2024 und damit auf weniger als die Hälfte des Wertes von 2020 gesunken sind, investiert nun $1,4 Milliarden, um den Trend umzukehren, mit dem Ziel, bis 2027 10 neue Energieautos auf den Markt zu bringen, um von Chinas EV-Nachfrage und der wachsenden Mittelschicht zu profitieren. In der Zwischenzeit investiert Volkswagen $2,68 Milliarden in ein Innovationszentrum in Hefei, damit die Produkte 30% schneller auf den chinesischen Markt gelangen, während Tesla seine Gigafactory in Shanghai um eine Energiespeicheranlage im Wert von $1,76 Milliarden erweitert. Analysten sind der Meinung, dass Trumps Maßnahmen trotz seiner Behauptung, die Zölle würden Unternehmen dazu bringen, sich für Amerika zu entscheiden, nicht wirksam waren. Japans Autohersteller sehen Chinas Subventionen, logistische Netzwerke und regionale Vorherrschaft als wesentlich vorteilhafter an. Toyotas Projekte in Shanghai und Nissans schneller Einsatz von Elektrofahrzeugen zeigen, wie die Produktion in China einen unmittelbaren Marktzugang und Exportmöglichkeiten in afrikanische, lateinamerikanische und südostasiatische Märkte bietet, mit denen die Vereinigten Staaten nicht mithalten können. Hohe Löhne, regulatorische Unsicherheit und unberechenbare Zölle in den Vereinigten Staaten schrecken Investitionen ab und marginalisieren amerikanische Lieferketten. Trotz Trumps Warnungen vor diplomatischem Druck gibt es keinen Mechanismus, um diesen Trend zu verhindern, da der japanische Automobilsektor derzeit Exporte aus China gegenüber der lokalen Produktion in den USA bevorzugt. Das $2,6 Milliarden teure Innovationszentrum von Siemens Healthineers in Zhengzhou und die $500 Millionen teure Modernisierung des BASF-Werks in Pudong zeigen das Vertrauen multinationaler Unternehmen in die Stabilität des chinesischen Marktes. Kritiker bezweifeln, dass der Handelskrieg mehr bewirkt hat, als Chinas Wachstum als Produktionsmacht zu beschleunigen, da Toyota $2 Milliarden wette, Nissans Hefei Blitz und Volkswagens Hefei Innovationen, Trumps Cayman Islands freundliche Rhetorik in den Schatten stellen. Der Wandel in der Automobilbranche untergräbt die Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Hersteller. Japans Giganten verkaufen jetzt von Shanghai aus E-Fahrzeuge auf dem internationalen Markt, während die US-Zulieferer unter der Fragmentierung leiden. Analysten argumentieren, dass Chinas Anreize und logistische Vorteile zusammen mit seinem Kundenstamm von $1,4 Milliarden es zu einer unschlagbaren langfristigen Wette machen, selbst wenn die US-Politik fragmentiert bleibt. Das Ergebnis? Die US-Autobranche ist gespalten, da Unternehmen wie Siemens und Tesla ihre Beziehungen zum chinesischen Ökosystem ausbauen, was die Behauptung Made in America als bloße Rhetorik erscheinen lässt. Das Erbe des Handelskriegs ist offensichtlich. Die Zölle, die China unter Druck setzen sollten, haben stattdessen den Einfluss der USA geschwächt, da globale Unternehmen die Größe und die Subventionen Pekings höher bewerten als die vorübergehenden Beschränkungen der USA. Während japanische Autohersteller und deutsche Unternehmen wie Volkswagen und BASF in China Fuß fassen, laufen die Vereinigten Staaten Gefahr, ihre Rolle bei der Gestaltung globaler Produktionstrends zu verlieren, da sich die Lieferketten immer stärker auf die Politik von Shanghai und Peking konzentrieren. Der Ausstieg des Automobilsektors gibt Anlass zu ernster Sorge. Haben Trumps Zölle tatsächlich die amerikanischen Interessen geschützt? Oder haben sie China ungewollt einen strategischen Vorteil verschafft? Die Lösung liegt in den Zahlen. Ausländische Direktinvestitionen fließen weiterhin in das chinesische EV-Ökosystem, während die US-Politik unberechenbar bleibt. Damit liegt die Zukunft der Automobilindustrie in den Händen von Unternehmen,
die die Stabilität Chinas der zollbedingten Instabilität Amerikas vorziehen, auch wenn Trump behauptet, sich gegen Maßnahmen in der Automobilindustrie zu wehren, die unseren nationalen Interessen schaden, gibt es keine praktische Möglichkeit, Japans langfristige Pläne für China zu stoppen, da Toyota, Nissan und andere die Vereinigten Staaten inzwischen als Zweitmarkt betrachten, während sie von Chinas staatlicher Unterstützung und Nachfrage profitieren. Die Schlussfolgerung spiegelt eine größere Realität wider. Multinationale Unternehmen räumen der Rentabilität und dem Marktzugang Vorrang vor politischer Rhetorik ein und überlassen es den Vereinigten Staaten, mit den Folgen ihrer eigenen Wirtschaftspolitik umzugehen, wenn Chinas Einfluss wächst. Deshalb möchten wir jetzt von Ihnen hören. War es mutig von Tom Hanks, sich live im Fernsehen zu äußern? Oder hat er eine Grenze überschritten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung. Und vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken, zu abonnieren und zu teilen, wenn Sie der Meinung sind, dass die Wahrheit in Amerika immer noch wichtig ist.